Diese Frage, warum Jus-Studium, wurde mir schon sehr oft gestellt. In meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Ich kannte vor dem Jus-Studium überhaupt gar keine Juristen. Aber mich haben Recht, Rechtsordnung, Staat schon immer fasziniert. Auch wenn ich im Alter von 19 Jahren nach meinem Auslandsaufenthalt in Paris wahrscheinlich noch gar nicht genau wusste, worin die Rechtswissenschaft besteht. Aber meine Intuition von damals hat sich bestätigt. Ich finde das Fach total spannend, vielseitig, oft auch fordernd. Also eigentlich genau die richtige Mischung, um sich ein Leben lang damit zu beschäftigen. Sich aus Sicht der Wissenschaft mit Recht zu befassen, finde ich besonders spannend, weil man darf bestehende Gesetze hinterfragen, man darf sich überlegen, wo besteht Änderungsbedarf, Verbesserungsbedarf, und deshalb habe ich entschieden, nach dem Diplomstudium, nach dem Magister ein Doktorat zu machen und an der Uni zu arbeiten. Ich arbeite am Institut für Finanzrecht als Uni-Assistentin. Das heißt, ich forsche im Bereich des Steuerrechts. Und da ist mein konkreter Forschungsschwerpunkt das österreichische, das europäische Umsatzsteuerrecht und dessen Vollziehung. Konkret beschäftige ich mich in meinem Dissertationsprojekt mit den vielfältigen neuen digitalen Anwendungen, die wir heute im Alltag ständig nutzen, wie zum Beispiel diverse Apps am Handy. Die müssen umsatzsteuerrechtlich richtig eingeordnet werden. Die anwendbaren Rechtsregeln müssen aber durchsetzbar sein, auch im digitalen Bereich, und das stellt sich als nicht so leicht heraus. Also dafür braucht es internationale Zusammenarbeit, weil viele dieser Online-Transaktionen ja grenzüberschreitend stattfinden. Die österreichische Finanzverwaltung hat hingegen nur innerhalb von Österreich die Möglichkeit, tätig zu werden. Der Steuervollzug ist auf staatliches Territorium beschränkt. Und das andere ist, der Staat kann nicht einfach alle Steuerpflichtigen überwachen, lückenlos, um herauszufinden, wo müssten Steuern gezahlt werden, sondern der Staat muss natürlich die Grundrechte der Bürger berücksichtigen, Privatsphäre, Datenschutz. Das heißt, insgesamt versuche ich herauszufinden, auf welche Art und Weise, unter welchen Voraussetzungen sollte der Umsatzsteuervollzug verändert, verbessert werden in Bezug auf Online-Plattformen, sodass es auch in diesem Bereich zu einer gleichmäßigen Besteuerung kommt. Für dieses Projekt habe ich kürzlich ein DOC-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bekommen, und darüber freue ich mich natürlich sehr. Der Teamgeist und der fachliche Austausch, der bei uns am Institut für Finanzrecht herrscht, ist einmal sicher sehr förderlich für meine wissenschaftliche Arbeit. Die internen Gespräche zu unseren Forschungsthemen, auch die Vortragsabende, die wir veranstalten, wo wir zu anderen Themen vortragen und mit Vertretern der Finanzverwaltung, Steuerberatern diskutieren. Das finde ich sehr bereichernd und auch für die eigene Forschung sehr hilfreich. Die Revi Graz ist international ausgerichtet, und das halte ich für sehr wertvoll, vor allem in meinem Bereich, wo das Umsatzsteuerrecht eben unionsweit harmonisiert ist. Aber auch in Ländern außerhalb der EU stellen sich im Bereich des Steuerrechts zumindest die Länder ähnliche Fragen aufgrund der Globalisierung, der Digitalisierung. Und das heißt, der Austausch mit Akademikern und Akademikerinnen aus anderen Ländern ist meines Erachtens essentiell dafür, dass man eben für die heutigen Probleme innovative Lösungen auch findet. An der Uni Graz gibt es außerdem einen profilbildenden Bereich Smart Regulation, in dem sich Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen überlegen, unter anderem, wie könnte man die Rechtsregeln oder wie müssen sich Rechtsregeln weiterentwickeln, sodass sie der heutigen wirtschaftlichen Realität entsprechen, dem technischen Fortschritt. Und mit meinem Forschungsthema Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle passe ich dort, glaube ich, und generell in die Revi Graz ganz gut hinein.